evening, everyone, and welcome to the program. I'm Hala Garani, sitting in for Christiane Amanpour. In Atlanta, where it is really, and I mean really cold, negative 13 degrees Celsius as we speak. And Atlanta is not alone. A punishing air mass is hovering over much of the United States. What was so refreshing about the way he wrote this novel was his absolute candid honesty about every tumultuous, radical endeavor that he went through, and he held nothing back. He pulled no punches. And I think whenever you're presented with an opportunity to do a movie, you look for that kind of honesty in a lead character and a storyline. And he was unapologetic about his actions and about his lust for wealth and his lust for consuming everything around him. And that's just a basis for a great character and a great story. And also, of course, the fact that he ultimately had to pay the price is really something that makes for a great movie. Well, for me, it's only the beginning. I loved making this film, and I hope to make more, so hopefully I will. And why? Because to me, it's an art form that encompasses everything that I love. The visual aspect of it, lighting, cinematography, production design, art, costumes, music, storytelling, literature, all things that I love are embodied in this one art form. So I hope to be able to make more. Pretty much what the Duchess says to Wally is good advice: get a life. And that is, that's kind of the mean-spirited way to say it, but it's the truth. I mean, she was living vicariously through the Duchess's life, thinking that if she could have what she had, or be loved the way she was loved, that she would have happiness. But in the end, she realizes that happiness lies in your own hand, and you have to create your own destiny. So, and that's how the movie ends, with Abby's character going on with her life. You've always credited Scientology as being the thing that's kept you going, yes. held you together. And currently you're, and correct me if I'm wrong, an operating thetan. Is that right? Well, I wouldn't dare get into the nomenclature at this point. Oh, well. Because it's like going into well, okay, what I was intrigued with, what I read is it said that amongst the skills that you've developed is the ability to control energy, space, time and matter, which I'd love to have on my business card. What does that mean? Well, it means is that, well, all of the things around us are made of matter, and we're living in space, and we're registering time. Yeah. And the better you can control it, the better off you'll be. So when you walk into a room like this, albeit not a normal room... a beautiful room. A beautiful room. When you walk into a room like this, how do you, or any room, how do you employ that? Well, I make sure that I look at individuals' faces, and I see the affection they have for me, and the affection that I have back for them. And that starts it. And then I know, because I feel the affection, that I could talk to them if I wanted. Couldn't I talk to any one of you if I wanted? And then I could start a conversation, and then we could get to know each other better. And then suddenly there's a good feeling. But I could also walk in and ignore that. And that could get me into trouble. To ignore it, because it's there, and I should acknowledge it. It's beautiful, you see. So that's what I'm saying. I come in, I control it by actually looking at someone who looks quite wonderful and saying hi to them, do you know? You're welcome. I think the entire audience wants to date you. Group date. Why do people get so freaked out about Scientology? Because it's almost treated like the invasion of the body snatchers by its Well, I don't know. I think the best thing is to read about it. That's always the best thing, is that you find out for yourself and make up your own mind. That's what you're encouraged to do anyway. So I think you just get a good book, read it, and find out for yourself. Welcome back to the program. I'm Hala Garani, sitting in for Christiane Amanpour. Israelis and Palestinians may not be able to reach an initial peace deal by the target date in April. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow
Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. And a final thought tonight. Remember when Grandpa used to brag, when I was your age, I walked 5 miles through the snow just to get to school. Nowadays, all it takes is the threat of snow and frigid temperatures to close school. Sind Sie bereit? Ja. Stellen mir die Frage, wenn Hören auf den Tisch legt in meine Wörter, bitte. Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayer. Letztes Spiel hatten wir im Platz 3 Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen Ziegler. Ziegler ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter ist möglich, verstehe, was ich habe gesagt. Dann, offensiv. Offensiv ist, wie machen wir im Platz.
Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen Beispielern, nach Dortmund brauche vielleicht Halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage de Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Balder, oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaft kaufen nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie nicht spielen für die Italiener Meisters. Strunz ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, Nerlinger. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem Verein. Muss er respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut antworten. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen sagen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, sagen mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist der andere Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, hat gespielt nur 25% des Spiels. Ich habe fertig. Wenn Sie nicht klar fragen, ich kann Worte wiederholen. Every star shining brightly, just like